Hey Raff, Hey Miki, hast du heute schon über Filme geredet? leider nein, aber das werde ich jetzt ändern. Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Das ist so ein Ohrwurm. Soweit ready? Ich bin soweit ready. Okay. Ready geboren. Herzlich willkommen zurück Auch von mir. zu unserem Podcast. Lass uns über Filme reden. Genau, ich wollte dir dieses Mal den Titel sagen lassen, Danke. das überlassen. Ja, Sehr fürsorglich. wir freuen uns. Diesmal gehen wir in ein anderes Genre und widmen uns einer Komödie. Und die heißt, Kein Pardon. genau, und ist von 1993 beziehungsweise 1992 produziert und gedreht worden. Und von Harpe Kerkeling, der vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist inzwischen schon so ein bisschen aus dem Showgeschäft ausgestiegen, aber den kriegt man immer mal wieder mit und der kann es auch einfach nicht lassen, irgendwo immer noch mal dann doch aufzutauchen. Ja, Harpe Kerkeling. Was ist da wie war dein Einstieg? Boah, ich bin da ja, ne, das ist ja heute dein Pick und ich habe da gar nicht so viele Berührungspunkte mit. Wo ich den, glaube ich, das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, war bei der Sendung Darüber lacht die Welt. Das war ja so eine Sat.1-Sendung und irgendwie nach ein paar Jahren von so ein paar Flops in der Fernsehlandschaft oder TV-Produktionslandschaft war das dann wieder so ein Hit. Und da habe ich gelegentlich mal eingeschaltet und fand da auch so ein paar Figuren halt ganz witzig. Vor allem halt hier Horst Schlemmer natürlich. Mhm. Der ist ja, würde ich auch so sagen, der größte und Der bekannteste. ist aber erst später entstanden. War das nicht bei Darüber lacht die Welt? Sicher? Ja, okay. Ziemlich. Da verläuft bei mir vielleicht die Timeline ein bisschen. Wie gesagt, ich bin da nicht so sattelfest. Und den Film, den wir heute aber geguckt haben, den kannte ich tatsächlich. Den habe ich jetzt schon, glaube ich, zum 6. Mal oder so gesehen. Mhm. Und zwar ist meine Connection zu dem Film, ich habe als Student habe ich so Nachtwachen gemacht und da war eine der Aufgaben immer mit einer Dame, die da in diesem Wohnheim gewohnt hat, abends noch einen Film zu gucken und die hat dann immer Filme mitgebracht. Oh, wie anstrengend. Es war ja absoluter Knochenjob und das war, glaube ich, der Film, den ich mit der am häufigsten gucken musste. Okay. Sonst hat die ja noch so ganz viel tschechische Märchen mitgebracht. Also waren echt coole Sachen dabei. So hier, Spuk unterm Riesenrad habe ich dadurch zum Beispiel das erste Mal gesehen. Saxana, das Mädchen auf dem Besenstiel, so diese Schiene. Und halt eben auch Kein Pardon mit und von Happe Kerkeling. Und wir haben den jetzt schon länger wieder nicht gesehen gehabt, den Film. Und ich muss sagen, ich finde ja immer so, deutsche Komödien ist manchmal schwierig. Das ist ein schwieriges Feld für mich, weil ich die nicht alle cool finde. Die mag ich aber. Also den Film, der hat so eine... Man merkt natürlich, dass es eine deutsche Komödie ist, aber die ist wirklich witzig. Also ich mag die und die ist halt sehr sympathisch gemacht halt. Durch alle Figuren, die da mitspielen, füllen das aus. Und mein persönlicher Held in dem ganzen Film ist auf jeden Fall der Opa. Der Opa ist super gut. Euren Quatsch kann ich immer noch hören. Hör ich noch gut genug. Ja, also der Film, der macht auf jeden Fall gute Laune und ich habe den jetzt auch nach vielen Jahren das erste Mal wieder bewusst geguckt. Und für mich war das tatsächlich sogar der Einstieg in Harpe Kerkeling. Das war das erste, was ich von dem Menschen jemals gesehen habe. Und also der Film ist ja wie gesagt von 93, deswegen ist das durchaus legitim. Und ich habe mich aber dann im Laufe der Jahre auch weiterhin mit Harpe Kerkeling irgendwie immer wieder beschäftigt. Und da sind ja auch TV-Sachen und spätere Filme noch rausgekommen. Und der hat ja dann auch schon vorher auf dem ZDF eine Abendsendung gehabt, eine ziemlich berühmt gewordene. Und die hat, glaube ich, sogar Preise gewonnen. Und total normal. Und das ist halt grundsätzlich gibt es nicht viele deutsche Entertainer, die irgendwie das alles abliefern, was der macht. Also der ist für mich wirklich so, der sticht heraus aus dieser deutschen Landschaft und
unabhängig davon, dass der sehr, sehr stark sich in irgendwelche Figuren reinfinden kann und das dann wirklich präsentiert und man nimmt ihm das ab. Ne, der hat ja auch nicht umsonst mit diversen seiner Kunstfiguren auch öffentlich irgendwelche Auftritte gehabt und das ist gar nicht aufgefallen am Anfang. Ne? Der hat grundsätzlich bei mir schon viele, viele Punkte gesammelt gehabt, aber auch nachträglich mit dem ganz anderen Bewusstsein, jetzt viele Jahre später nochmal auf den Film zu gucken und auch zu wissen, dass es sein Debüt-Kinofilm ist. Das ist auf jeden Fall auch super interessant, weil da sind auch schon so kleine Kniffe drin, wie das Ganze gedreht ist, wenn die Kamera so nach oben fährt und so. Also der war da schon wirklich sehr versiert, muss ich sagen. Es fällt nicht auf, dass das eigentlich ein Comedian war, der dann mal selber gedreht hat. Mhm. Ja, aber hatte der dann nicht bei der Sendung irgendwie vorher, die der gemacht hat, bei ich wollte schon voll normal sagen, bei Total Normal, ich glaube, ja. Regieerfahrungen gesammelt? Ja, ich glaube, da hat er auch schon mit Regie geführt, aber ich denke nicht, dass das als alleine ihm überlassen wurde, weil der ja auch immer noch sehr jung war und sehr neu. Und so einen eigenen Film ist halt trotzdem nochmal eine andere Nummer. Definitiv, ne? Und da hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben, ne? Genau. Mit 2 Freunden oder dauernden Arbeitskollegen, mit denen die halt, also der hat mit denen ja viel gemacht. Genau. Und ich finde auch, also das war inszenatorisch, kann man da gar nicht meckern, so wie der Film inszeniert ist. Ich finde auch, der hat einen coolen Pace. Ja. Also, ne, da ist wirklich nichts irgendwie dran, wo man sagt, hätte man weglassen können oder hat irgendwie gestört oder so, sondern der ist wirklich sehr schön kompakt erzählt. Der hat danach aber, glaube ich, ja nicht mehr so viel Regie geführt, ne? Der hat ja, glaube ich, noch bei diesem Windsors-Film Willy und die Windsors. Willy und die Windsors hat er noch Regie geführt. Und dann noch bei einer Dokumentation, glaube ich. Aber die habe ich auch beide nicht gesehen. Aber weil ich habe dann bei den anderen Filmen, muss ich sagen, ich erinnere mich noch an die Werbekampagne irgendwie, als da getrommelt wurde für Samba in Mettmann. Ja. Weil da war doch auch hier, war da Janaina irgendwie mit dabei? Ja, genau. Okay, daran erinnere ich mich noch, dass die nämlich auch Interviews gegeben hat für den Film. Aber da, ich weiß nicht, die haben dann in irgendwelchen Sendungen, ich weiß gar nicht, ob das damals noch sowas war wie Wetten, das oder in irgendwie, dass das noch da beworben wurde. Von der Zeit her würde es, glaube ich, passen. Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich noch, und damals war ich aber ja, als der Film rauskam, hatte ich solche Sachen nicht so auf dem Ein Windelbaby. Bitte? Ein Windelbaby. Ja, frisch geschlüpft. Und die haben da irgendeinen Ausschnitt gezeigt und ich fand den nicht witzig und habe mir den Film deswegen nie angeguckt. Also Samba in Mettmann meinst du jetzt? Okay. Ja, der lohnt sich aber auch. Also diese ganzen Sachen, die eben schon erwähnten Drehbuchautoren neben Harpe Kerkeling sind auf jeden Fall auch sein Sidekick, sage ich jetzt mal, Achim Hagemann. Das ist auch der gleiche, der mit ihm zusammen seine Songs schreibt und der auch mit ihm zusammen Total Normal moderiert hat. Der war auch immer so ein bisschen an seiner Seite. Witzigerweise kennt man den heute auch noch. Allerdings nicht mehr unbedingt unter seinem normalen Namen Achim Hagemann, sondern heute tritt er auf als die Popowskis, oder wie das heißt. Dieser Komiker, der diese polnische Figur spielt, Popolski. Ach, ja, das habe ich gesehen, die Popolski-Show. Ja, genau. Ist das so? Ja, das ist der. Boah, ja, da hab ich irgendwann mal gesehen. Genau. Und der ist auf jeden Fall auch, der ist also nicht verschwunden, dieser Mann. Und der dritte im Bunde, der heißt Angelo Colagrossi und der ist auch auf jeden Fall Harpes Lebensgefährte gewesen zu der Zeit. Und der hat dann auch zum Beispiel die anderen Filme gedreht als Regisseur, damit Harpe sich auf seine Figur und dieses Darstellerische konzentrieren konnte. Hat dann quasi Angelo Colagrossi die anderen Filme Regie geführt. Also auch Samba in Mettmann und so weiter. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe jetzt schon Lebensgefährte gesagt. Ist nämlich ein zeitlicher Fakt auf jeden Fall auch noch wichtig zu erwähnen. Und zwar ist es so, der Film kam ja 1993 raus
Und 2 Jahre zuvor gab es nämlich eine Fernsehsendung, wo Rosa von Braunheim, ihn nämlich quasi in einer Talkshow öffentlich geoutet hat als schwul. Und den Biolek direkt mit. Und Alfred Biolek, genau. Und das war mit Harpe Kerkeling nicht abgesprochen. Das war für ihn also wirklich, er wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und ist dann auch erstmal so ein bisschen, hat sich dann zurückgezogen ein bisschen und hat aber dann trotzdem diesen Film danach rausgehauen. Spielt hier auch keine schwule Figur, tut auch nichts zur Sache. Es hat aber trotzdem auf jeden Fall so einen kleinen Knick in ihm ausgelöst, dass er quasi im Showgeschäft so vorgeführt wurde. Und deswegen, also der Film ist ja generell eine Mediensatire. Ja, eindeutig. Und da werden so viele Figuren bekleidet, die man einfach so kennt. Menschen, die wirklich stark geschrieben sind, wo man dann denkt, so ja, so einen habe ich auch schon mal getroffen. Und wenn es nur so Randfiguren sind. Aber grundsätzlich ist das sehr scharfe Analyse und Sicht auf das Business dahinter. Und das finde ich sehr cool. Ja, und vor allem es ist ja auch, also genau, diese Geschichte, die hast du ja angesprochen, da hat er ja auch irgendwann Jahre später, hat er sich dazu ja auch noch geäußert, so ist da mittlerweile, glaube ich, eher ein bisschen versöhnter mit der Geschichte. Ich glaube, der hat da sowas gesagt gehabt wie, damals war es nicht richtig, aber jetzt rückblickend betrachtet war es auch nicht falsch. Aber genau, da musste der sich auch auf jeden Fall musste der erstmal verdauen, die Nummer. Und genau, kein Pardon ist dann auf jeden Fall eine Mediensatire, aber ich finde, das ist keine bitterböse Mediensatire, ne? Sondern die ist ja schon nee, mit dem Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern und pinkelt jetzt niemanden komplett ans Bein, sondern macht das eigentlich sehr charmant und ja, total. Da ist ja auch kein Charakter, also der böseste Charakter in dem Film ist ja quasi der Wäscher mit Ja, der Heinz Wäscher. Der Moderator der Sendung, kein Pardon, der vom Herrn Schlönz. Peter Schlönzke. Peter Schlönzke, genau. Schlönzke war es. Ja, angehimmelt wird von der ganzen Familie. Die gucken das und erst als er dann anfängt dort zu arbeiten, merkt er, dass das halt so ein ziemliches Ekel ist halt, ne? Aber der ist jetzt halt auch nicht das Böse, sondern der ist einfach ein Ekel, ne? Und neben diesem Mediensatire-Aspekt hat der Film ja auch eindeutig biografische Bezüge halt. Auf jeden Fall. Es fängt ja damit an, dass er da als Kind vorm Fernsehen hockt und Flipper guckt und eben die Großeltern sind da und die Mutter. Was in der Realität aber, glaube ich, halt nicht die Mutter gewesen wäre, sondern der Vater, weil... genau, die Mutter ist relativ früh gestorben. Die hat Suizid begangen, ne, weil die ja Geschmacks- und Geruchssinn verloren hat und daraufhin hat die sich halt umgebracht. Und genau, dann ist er halt bei seinem Vater halt, dann kamen da irgendwie die Großeltern hin und das spiegelt sich da, also ne, das wird halt gar nicht thematisiert halt in dem Film, aber es ist das Setting, in dem er da aufwächst. Genau, es spielt auch im Ruhrgebiet, genauso wie er auch früher aufgewachsen ist. Also wir haben jetzt auch versucht rauszufinden, während wir den Film geguckt haben, in welcher Stadt das gedreht wurde. Wir schließen mal auf Bottrop, weil die Autokennzeichen da auf jeden Fall verräterisch waren. Und eigentlich ist er in Gelsenkirchen ja aufgewachsen. Recklinghausen. Ja, Junge, ich dachte, du bist hier der Profi von Kerkeling. Okay, es ist alles das Gleiche. Der Ruhrpott ist der Ruhrpott. Ja, also genau, wenn man auch zum Beispiel sich mit seiner Geschichte selber, der hat ja auch ein Buch geschrieben und es gibt ja auch einen Film über seine Kindheit, wie er quasi das geschildert hatte und der ist übrigens auch ganz cool gewesen, der Film. Also ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, aber den habe ich mir damals nicht ganz freiwillig angeguckt, aber der war wirklich cool. Ja. Ne, du meinst, der Junge muss an die frische Luft, ne? Genau. 2018. Ja. Und ja, ich finde den auch total schön. Ich hatte mir auch das Hörbuch von Harpe Kerkeling auch angehört und war dann wirklich happy, als dann verkündet wurde, dass ein Film dazu rauskommt. War aber auch sehr gespannt, wie die das dann verpacken. Aber der ist auch unheimlich herzerwärmend und
Über das Eigentlich Leben auch und dramatisch, emotional und stark gespielt. Ja. Das Ganze ist aber ja auch in dieser Geschichte jetzt geht's halt, wenn wir das mal kurz abreißen, es geht um Peter Schlönske, der quasi in seiner wohlbehüteten Familie aufwächst und die immer gemeinsam sich eine Abendsendung angucken, eine Unterhaltungssendung. Und zwar Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Genau, das gucken die sich immer alle an und das ist dann so die Sendung, die einfach abends im Fernsehprogramm läuft. Das spielt ja auch in einer Zeit, wo halt noch Schwarz-Weiß-Fernseher irgendwo sind und ja, es ist auf jeden Fall so eine Sendung, wie man das sich vorstellt, so eine alte Bühnenshow mit einer großen Showtreppe und Tanzmariechen. Ausgestorbenes Format. Ja, ja. Also genau, das ist auch bei dem Film absolute Zeitreise, ne? Ja. Also so ganz dunkel, also so richtig, die Zeiten habe ich ja nicht mehr mitbekommen, aber so ganz dunkel erinnere ich mich auch noch so an so Sendungen wie Der Preis ist heiß oder sowas. Ja, ja. Habe ich damals als Kind, erinnere ich mich kaum mehr dran, aber so das Einzige, was dann noch so relativ lange irgendwie aus sowas, also was vergleichbar wäre, finde ich, wobei auch nicht ganz, wäre wirklich Wetten, das gewesen, was sich noch lange danach gezogen hat und irgendwie noch länger lief, weil sonst ist das ja wirklich ein Relikt seiner Zeit, so, und ich würde das jetzt mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, allein auch was ich halt sehr interessant fand, halt, dass du da so bestimmte Jobs halt gezeigt bekommst in diesem Film, die man halt noch so kennt oder die ich selber auch teilweise erlebt habe. Irgendwie, wir haben ja mal, also ich habe ja früher mal so Führungen beim WDR gegeben und da hat man dann so einige von den Jobs, die man da sieht. Dulli-Jobs. Bitte? Dulli-Jobs. Die Dulli-Jobs, ja, der typische Kabelträger auf jeden Fall. Dödel. Apropos Dulli-Jobs, ich habe auch mal, ne, der hat da ja irgendwann dieses blöde Hasenkostüm an, ne? Ja. Boah, ich hatte auch mal so ein Kostüm an, allerdings nicht von einem Hasen, sondern, ich glaube, es war ein Fuchs, der Auditorix von WDR 5 oder WDR 3. Oh Gott. Musste ich mal anziehen. Hab ich jetzt Wunden geöffnet, ja? Ja, auf jeden Fall. Weil das Ding ist, in diesen Dingern ist es wirklich fucking heiß. Ja. Man sieht gar nichts. Und also ich war einfach froh, als ich dann da raus war. Und ich war da irgendwie noch nicht mal lange drin. Ich war da vielleicht 10 Minuten drin. Also meine Aufgabe war, das war halt irgendwie vom WDR Radio, das war im Funkhaus. Und da sollte ich irgendwie mit so einem Sack auf die Bühne kommen. Das war vor Weihnachten ein paar Wochen. Und an Kinder, die da waren, sollte ich da Geschenke verteilen. Und da irgendwie dabei noch so ein bisschen Faxen machen halt. Hast du auch das Briefchen nicht vergessen? Ich hatte das Briefchen nicht vergessen, natürlich nicht. Aber boah, ja, aber da, Flashbacks auf jeden Fall, als ich das gesehen habe. Ja, sowas wusste ich natürlich noch nicht von dir. Ja, siehst du, Dann musst du mir auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich bei dir bin, das Kostüm bitte aus deinem Schrank zeigen. Ja, das war geliehen. Das ist auch noch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie viel Schweiß von studentischen Hilfskräften sich da über die Jahrzehnte angesammelt hat. Ich habe da auf jeden Fall meinen stolzen Teil zu beigetragen, dass der noch ein bisschen miefiger wurde. Okay. Ja, daran musste ich auf jeden Fall denken, aber genau, was auch witzig war, er lernt da ja, also als Herr Schlönske da in den Sender kommt. Also der wird von seiner Mutter angemeldet, das noch kurz, um die Story noch mit aufzugreifen. Die gucken sich immer diese Sendung an und seine Mutter will ihn damit überraschen, dass sie ihn für ein Casting als besonderes Talent in diese Sendung angemeldet hat. Und er geht dann halt widerwillig dahin und sagt, ja, was soll ich denn da? Und macht dann an diesem Talentwettbewerb mit. Mhm. Wo er dann aber nicht sonderlich gut ankommt. Der singt da ein Lied von Karel Gott. Ja, die Biene Maya. Die Biene Maya. Nicht irgendein Lied. Ja, die Biene Maya. Also Biene Maya habe ich früher auch geguckt. Ja. Wer nicht? Wer nicht? Natürlich. Damals. Ja, klar. Wir hatten ja nichts. Hat doch jeder geguckt, oder? 2, 3 Sender. Ja. Nee, damals waren es schon ein paar mehr. Da war das Biene ja auch Maya war ein Ding. Gut gezeichnet. Ja. Nee, es war nicht so doll gezeichnet, aber es war okay. Aber es war seinen Charme. Genau. Also komm, Ja, da sagen also wir doch nichts gegen die besser Biene Maya. als die 3D-Version, die irgendwann 100 Jahre später rauskam. Die habe ich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ja. Bei diesem Talentwettbewerb sind auf jeden Fall auch einige andere, die dann vor ihm noch performen dürfen und alleine die sind
großartig. Ja. Also da gibt es dann einen, der will zeigen, wie ein Fisch von einem Glas in ein anderes springt, durch einen Ring, wie so ein Zirkus. Dann gibt es da die kleine Bettina, die widerwillig ans Mikro gezerrt wird von ihrer Mutter und unbedingt ein Liedchen trällern soll. Worauf sie leider aber absoluten Minusbock hat. Ja, die will ja auch Friseur werden. Ja. Genau. Und die Mutter singt dann halt für sie und das ist auch schon so herzlich. Es ist wirklich. Und den Joke ziehen die ja auch durch. Ja. Die kommen ja 3-4 Mal noch in dem Film vor und jedes Mal, also die singt nicht eine Silbe. Genau. Später werden sogar noch CDs und Kassetten verkauft mit der singenden Mutter. Ja. Den haben die gut durchgezogen, den Joke. Den haben die wirklich gut durchgezogen. Aber ich fand auch dieses Biene Meier-Ding, das hat mich damals auch schon total begeistert. Und auch so kleine Witzchen, die fast untergehen in diesem Pool an Mega-Gags, sind dann so Sachen wie, ich kann auch dicke Backen machen. Finde ich super gut, immer noch. Ne? Ja, ich fand da bei der Szene eigentlich nicht so die Highlights, was die Leute vor der Bühne machen, wobei ich hier gerade Bettina mit der Mutter fand ich auch cool. Gleichzeitig aber richtig geil fand ich halt die andere Seite, wo halt der Regisseur mit dem Showmaster und seinen 2 Gehilfen, was auch immer die da halt sind, die Lakaien, was auch immer, ne, die kettenrauchende, nervöse Frau und der Nachplapperer-Dude halt. Ja. Und also, ne, wie man sich's vorstellt halt, so der Regisseur, der hat dann irgendwann auch so seine Krise, dass er ja eigentlich was Bedeutendes machen wollte und jetzt irgendwie beim Fernsehen gelandet ist. Ja, alle drehen immer am Rad. Alle, genau, machen eigentlich gar nichts, aber drehen total am Rad, sind voll, also, ne, irgendwie voll wrackmäßig unterwegs und haben halt auch wirklich keine eigene Meinung, ne, also die sagen halt irgendwie was, also wenn der Regisseur was sagt, plappern die beiden anderen es nach. Und ab und zu kommt dann ja der Anruf vom ominösen Programmdirektor halt. Ja. Und das kommt, glaube ich, auch 2-3 Mal in dem Film vor, ne? Die sagen entweder zu einer Sache, ey, das war total gut, oder ey, das war total scheiße. Dann ruft der Programmdirektor an, sagt das Gegenteil. Und der springen dann alle immer direkt total drauf an. Und ja, haben wir ja auch gerade gesagt, ist wirklich schlecht. Ja. Oder das unterstreicht ja nur halt, diese Meta-Ebene eigentlich auch, ne? Ja. Und dass die da halt natürlich auch alle irgendwie nichts zu sagen haben. Aber eben Wichtigtuerei, das war so das Wort, was mir da auch oft in den Sinn gekommen ist, wenn ich mir da halt angeguckt habe, wie, um was für Sachen da teilweise gestritten wird, ne? Halt, ob das Licht dann irgendwie. Ja, generell, ich finde, dieser Blick hinter die Kulissen ist super getroffen. Ne? Man sieht also auch dann es geht immer um eine Live-Sendung, ne? Also deswegen ist alles, was die dann da machen, immer auf Timing und so weiter ausgerichtet. Aber was man halt häufig hier zu sehen bekommt, ist eine Probe. Immer wieder von dem gleichen Song. Und alleine das ist schon verrückt. Wenn die immer erzählen, seit 36 Jahren mache ich diese Sendung. Ne? Und nicht einen Tag krank. Nicht einmal krank. Doch einmal krank. Mit 39 Grad Fieber. Einmal war er krank. Ja. Und trotzdem geht er die Treppe runter und muss immer noch den Text von dem Lied lesen. Ja. Und beschwert sich. Und das ist halt so auch... Man sieht halt immer das, was im Fernsehen kommt, wie der strahlt und wie der freundlich ist. Und gleichzeitig, sobald die Lichter ausgehen, ist das ein mega Arsch. Mhm. Und der ist super unhöflich zu anderen. Der ist ein Grabscher. Der ist hab ich immer gesagt, wie der Opa sagt. Ja, genau. Busengrabscher. Das ist ein alter Busengrabscher. Ich hab's immer gesagt. Ja. Ja. Absolut. Und mir fällt gerade auch auf, man sieht im ganzen Film nichts anderes von der Sendung, außer die Treppe. Ja. Immer. Das ist wild. Gelogen. Eine Szene gibt's, wo man einen Sketch sieht. Aber auch nur angerissen. Der wird angerissen, auch in der Probe allerdings, wo der Charakter, der von Dirk Bach gespielt wird, da zur Probe kommt. Und da hat aber ja dann schon Happe Kerkeling die Sendung übernommen. Und ist schon wieder ist auch in diesem Ekelmuster schon verhaftet halt. Und genau, aber das entwickelt sich dann halt so mit der Zeit. Der Happe Kerkeling-Charakter, der wird da erstmal halt nach diesem erfolglosen Talent... Dödel.
Genau. Nach diesem erfolglosen Vorsprechen landet der da irgendwie als Kabelhilfe erstmal im Sender, wird von allen nur Dödel genannt, von Anfang an. Ja. Also super freundlicher Einstieg. Wie er dann sagt, obwohl ich euch alle freundlich gegrüßt habe. Immer. Ja, genau. Und vorher hat er aber da schon jemanden kennengelernt, nämlich die Ulla. Eine Geräuschemacherin, den Job gibt's auch nicht mehr. Die hockt da dann halt in so einem Raum und sucht Türklingelgeräusche raus und andere Geräusche und Genau. hat da über so einen Bildschirm und unterlegt das halt, ne? Für die Jüngeren, so hat man früher halt auch irgendwie Geräusche halt gemacht. War wirklich Genau. mal ein Beruf. Da konnte man nicht einfach im Internet googeln und sich Sound-Snippets raussuchen. Genau, das wurde alles händisch gemacht und es war ein richtiger Job halt so. Da gab es dann auch, also hier so Anekdote nochmal hier von den Führungen, die wir gemacht haben, da haben wir immer Stories erzählt, dass es mal eine Werbung in Deutschland gab, eine Zahnpasta-Werbung, wo in so einen Apfel reingebissen wurde. Und das Geräusch, was man gehört hat, wenn da in diesen Apfel gebissen wurde, dieses Ruck, das war so will es die Legende, beidseitiges Klebeband um beide Hände rumgewickelt, die dann so zusammengepackt wurden und beim Auseinanderreißen der Hände war es dieses Krrk. Wahnsinn. Wahnsinn. So hat man Das ist doch früher einfach, gearbeitet. das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Gott, ey, die reden ja schon hier wie die. Ja, genau. Genau, das sagen die nämlich auch eigentlich immer, ne? Es war Ja. fantastisch. Es ist Wahnsinn, was wir hier machen. Es ist Ja. Wahnsinn. Genau. Ja. Also Wo der ist meine Film macht Zigarette? einfach gute Laune und der hat so viele Running Gags, die immer wieder auch dass immer wieder einer ins Bild läuft und dann einfach nur mal Käffchen mit Milch und Zucker. Das ist auch so ein Gag. Das zieht sich bis zum Ende durch. Und was aber jetzt noch kurz vielleicht zu erwähnen ist, Heinz Schenk, der eben diesen Showmaster spielt zu dieser Zeit der Story. Ja. Der ist nämlich tatsächlich damals Showmaster von einer Sendung gewesen, der Blaue Bock. Und die lief wohl auch 30 Jahre und der war der Showmaster. Und das ist halt auch so ein bisschen eine kleine Biografie-Ebene, weil der wurde auch irgendwann tatsächlich ausgewechselt. Und das haben die da mit reingeschrieben. Das ist total geil. Ja, ey, Showbusiness ist ein sehr undankbares Showbusiness, lernt man in dem Film auch nochmal. Ja. Aber das wusste ich nicht, dass der auch Also ich kenne die Sendung nicht, die ist auf jeden Fall vor meiner Zeit gewesen. Ja. Aber das hab ich nachgeguckt, weil ich irgendwann wissen wollte, wer ist denn überhaupt Heinz Schenk? Ne? Und da kann man das sehr, sehr schnell finden, wird direkt mit dem in Verbindung gebracht, Ja, okay. die Sendung. Und das war halt auch mit einer Showbühne und so weiter. Ne? Das war also wirklich darauf angelehnt. Ist schon sehr witzig. Golden Times of TV. Mhm. Ja. Und durch eine Fügung des Schicksals kommt er vor die Kamera, allerdings in diesem besagten Hasenkostüm, was wir halt schon mal angesprochen haben. Und genau, leidet da halt richtig schön drunter. Es wird gar nicht gesagt, was mit dem Vorgänger passiert, ne? Der wird gefeuert, weil der dem Moderator nicht passt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen halt, ne? Letzten Endes so Sündenbock-mäßig. Der hat den doch immer nur angestarrt. Der hat den immer nur angestarrt. Provokant angestarrt. Und dumm rumgestanden. Nee, das wird nicht erwähnt, wofür der gekündigt Ja, wird. Der ist so einfach angedeutet, weg. dass er den Und irgendwie dann wird genervt einfach hat, gesagt, ne? hier, wo ist der Dödel? Der geht jetzt ins Kostüm. Zack. Genau, so landet dann der Happe da drin und macht das eine Weile mit, bis ihm irgendwann In die einer Hutschnur Live-Sendung der Kragen platzt. platzt. Ja. Sagt man Hutschnur platzen? Nein, ne? Hutschnur reißt. Die Hutschnur reißt? Ja. Weiß ich nicht. Ich als Ausländer bin nicht immer so sattelfest also die platzt bei den nicht. deutschen Sprüchen. Da Der gibt es Kragen mir die platzt. Hutschnur. Der Kragen platzt. Und die Hutschnur? Reißt. Wieder was gelernt. Ja, der explodiert auf jeden Fall dann in laufender Live-Sendung, reißt sich das Hasenkostüm vom Kopf, also diesen Kopfteil des Kostüms und gibt einen riesigen Rant, drückt ihm seine fucking Correga-Tabs in die Hände und sagt, ich krieg noch Geld von dir, du Arsch. Und du bist sowieso der Letzte, der hier mit den Leuten scheiße umgeht und macht den richtig rund in der Live-Sendung. Stellt den richtig bloß halt. Und zeigt den Leuten mal, wie der wirklich ist. Und da sind erstmal alle schockiert. Und 3 Sekunden später sagt der Programmdirektor, er hat sich die Hosen voll gepinkelt vor Lachen. Begeisterung. Ja. Und dann wird Peter Schlönske der neue Showmaster.
So schnell kann es gehen. Ja. Ne? Der Junge geht mir nicht raus, ohne einen Vertrag zu unterschreiben. Ja. Und dann kommt auch wieder ein inszenatorischer Kniff, denn nachdem der dann quasi einen Vertrag in die Hand gedrückt bekommt und der mit seiner Freundin nach Hause fährt, kommt nämlich dann direkt eine Überblendung und es wird ein Jahr später gezeigt, wie der sich entwickelt hat. Ja. Und der ist jetzt nämlich selber so ein Arschloch geworden. Und zwar komplett, ne? Ja. Der ist Schmierig, 1:1 so geworden. arschig, der ist auch auf einmal ein Grabscher und gibt Klapse auf den Hintern von irgendwelchen Damen und Macht Werbung für Batzen. nur den ganzen Nur den Batzen. Eine Hundefutterwerbung, die super... Ich hätte jetzt gerne eigentlich die Jingle eingespielt, aber aus Lizenzgründen dürfen wir das nicht. Ja. Aber Davon die gehen wir zumindest aus, wir haben Batzenwerbung, nicht das nachgefragt. hatte ich echt überlegt, so die Batzenwerbung in der Mitte des Podcasts irgendwo einzubauen. Aber Die war cool. ja, Aber nur den ganzen Batzen. ja, also der ist dann wirklich. Da fällt mir aber gleich hier noch aus dem Film die Anrufbeantworter-Ansage, wo er dann halt eben dieses ein Jahr später, ne, dann sieht man den ja, wie der da in so einer teuren Bude halt aufwacht und ne, irgendeine Frau ruft ihn an und ey, ich habe gerade deine Batzenwerbung gesehen. Die ist voll scheiße. Ja, die ist Nee, zum Kotzen, sagte, ne? Ja. Zum Kotzen, sagte er. Ja, stimmt. Ja, also es geht dann auf jeden Fall sehr schnell, dass man quasi von dem liebgewonnenen Protagonisten, der quasi seinen Lebenstraum plötzlich vor sich hat, dann engagiert wird und dann ein Jahr später sich selber in die Fußstapfen bewegt hat, das gleiche Arschloch zu sein wie der Mann vor ihm. Und ja, dann geht's relativ schnell zu seinem Geburtstag über. Weil das ja ein Jahr später spielt und das ist ja immer um dieselbe Woche gewesen. Genau, und das Wo ist wir das die zweite erste- Mal, dass man den Geburtstag in dem Film sieht. Genau. Das erste Mal noch halt mit Oma, Opa, Mutter Und seiner Freundin. Ne? ja, die kommt dann Ulla. später, ne, die Ulla, die Geräuschemacherin. Und noch irgendwelche 2 Nachbarinnen. Und die dachten schon, dass dieser Wäscher halt vorbeikommt, also sprich der Moderator. Und da reißt ihm ja vor seinem öffentlichen Wutausbruch das erste Mal in dem Film wirklich die Hutschnur. Und, Ja. und genau, und dann aber dieses ein Jahr später, wovon du erzählt hast, ist dann halt so auch so, um den Schnitt zu zeigen, letztendlich, wie sehr sich sein Leben durch den beruflichen Erfolg verändert hat. Also er kriegt ja dann auch, das ist ja dann schon der Anruf, wo sie ihm auch sagt, wir haben uns jetzt schon ein paar Wochen nicht gesehen, so sehen wir uns wenigstens zu deinem Geburtstag oder bleibst du jetzt weiterhin fern? Ja. Und dann sieht man die Geburtstagsfeier, die für ihn gemacht wurde oder die er schmeißt, spielt auch keine Rolle. Ja, aber irgendwie halt was mit Auf jeden viel Fall sind Geld da vom alle, Sender. genau, sind alle auf jeden Fall vom Sender eingeladen. Und das ist so eine große Gartenparty. Und da merkt man auf jeden Fall nochmal unterstrichen, was der für ein arroganter Arsch geworden ist. Und dass der auch seiner Freundin da schon keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Die geht auch. Die schüttet sich nur noch einen Sekt rein und geht. Ey, aber bringt die dem voll das coole Geschenk hier? Ja. Eine Reise nach Indien war das, ne? Mega. Oder wohin? Auf jeden Fall eine Reise irgendwo, also Ja. ein cooles Geschenk auf jeden Fall. Ja, und der ist da, ja, genau, sehr abweisend zu ihr und geht dann halt auch zu irgendeiner Tänzerin da irgendwie hin, ne, die Ja. dann neu ist und da einfach Ja. gerade zufällig steht, mehr oder weniger. Und das ist ihm auch völlig egal, dass Ulla das Komplett. mitkriegt. Ja, dem ist das. Der ist da jenseits von Gut und Böse schon. Ja, und dann kommt, während dieser Geburtstagsfeier ist dann eine der anderen Figuren, die es schon im Harpe Kerkeling-Universum gab. Denn er hat nämlich in diversen anderen Sendungen, die er schon vorher hatte, es gab ja nicht nur Total Normal, sondern auch noch Cheese oder irgendwelche Sketch-Shows. Dann gab es noch das Paulinchen. Das war nämlich auch schon in dem Film so kurz eingebaut. Fühlt sich irgendwie so random an, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man weiß, dass diese Figur schon vorher immer wieder mal irgendwo genutzt hat, dann macht das Sinn. Und auf dieser Geburtstagsfeier kommt dann nämlich sein Charakter Sigi Schwebli. Und ja, der wird dann auch aufgefordert, auf dem Geburtstag ein Liedchen zu singen. Und jetzt schließt sich gleich der Kreis, da komme ich jetzt nämlich drauf. Denn wenn er dann nämlich anfängt, sein Liedchen zu singen, das ist Paderborn, ne? So, da habe ich mein Herz verloren. Das wird ihn dann quasi, während er das da singt, kommen 2 Punks aus dem
Dunstkreis dieser TV-Produktion von der Show und reißen ihm quasi das Mikro weg und spielen dann den Song in einer Punk-Version. Und das ist wirklich eine Punkband und das sind die abstürzenden Brieftauben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die kennst? Nö. Also die sind tatsächlich, habe ich damals, wie gesagt, den Film habe ich als erstes gesehen von Kerkeling überhaupt. Ich habe aber trotzdem auch zu der Zeit schon Punkmusik gehört und kannte die abstürzenden Brieftauben schon. Und ich war wie perplex, als sie plötzlich in diesem Film auftauchen. Und die haben dann auch auf ihrem aktuellen Album, was 1993 rauskam, den Song mit da drauf gehabt. Das war total großartig für mich. Also, die können nicht gut spielen. Die können nicht gut spielen. So, das ist wirklich gut, dass die so eine kleine Rolle hatten, sage ich jetzt mal. Aber die haben auf jeden Fall coole Musik gemacht. Und die haben sich mit dem wohl auch super verstanden, dass die dann gemeinsam diesen Song geschrieben haben und die beide den rausbringen konnten. Also auf dem Kein Pardon Soundtrack ist der die Siggi Schwebli-Version und auf dem Abstürzende Brieftauben-Album ist die Punk-Version quasi enthalten. So ist das. Ja, so ist das. Ich finde es auf jeden Fall cool. Aber weißt du, ob die sich halt für den Film dann kennengelernt haben oder kannten die sich da schon vorher irgendwie? Das weiß ich nicht. Das konnte ich auch leider nicht mehr ermitteln. Ja. Die abstürzenden Brieftauben sind so eine Band, das sind nur zwei Männer gewesen und einer von denen ist in der Zwischenzeit auch schon gestorben. Mhm. Und da gibt es nicht mehr so viele Infos über diese Zeit, weil da gab es auch dann irgendwie Knies in der Band, da haben die sich getrennt, dann haben die dann doch wieder weitergemacht und so. Okay. Aber also wie die sich genau kennengelernt haben, weiß ich nicht, aber die haben sich wohl gut verstanden mit dem. Deswegen hat er die da eingebaut. Also ist ja wirklich seine Produktion, ne? Ja. Und dass er die mit reingenommen hat, das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und ja, dann gibt's neben dieser Siggi Schwebli-Figur gibt es auf jeden Fall auch noch andere wiederkehrende Harpe Kerkeling-Charakter, wie zum Beispiel Uschi Blum. Die darf auch einmal die Showtreppe herunter singen und tanzen. Und die hat er auch wirklich 20 Jahre später auch immer noch gemacht. Okay. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das Wichtigste, was man von dem Film mitnehmen muss, ist, machet wieder Henne. Machet wieder Henne auf jeden Fall, der auch den ganzen Film über nicht zu sehen ist und dann erst am Ende halt quasi dazu Besuch kommt, aber den sieht man da dann auch nicht, sondern die öffnen einfach nur. Das ist auch ein Running Gag halt, ne? Das ist immer wieder, wenn es in irgendeinem Gespräch ist, immer wieder kommt der Opa dann mit dem Gespräch und sagt, das ist der Henne, der hat die Cousine von der Lisbeth geheiratet. Die Cousine vom Lisbeth. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch großartig. Und ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich den wirklich mal so geguckt habe, aber ich kann mich immer noch über diese ganzen Mini-Gags freuen. Der hat seinen Charme auf jeden Fall. Ja. Ich finde halt auch, ne, wo du gerade halt von diesen Nebenfiguren erzählt hast, die kannte ich jetzt beide nicht. Ne? Ich kannte da jetzt wirklich nur Horst Schlemmer, kenne ich, und hier diese finnischen Rapper. Ja. Ripuli. Ja, genau. Was Finnisch für Durchfall ist. Das war auch ein cooler, also ne, wie hieß sie, Milka? War die Moderatorin Milka? Genau, Milka war das. Genau, ne, und die wird da ja richtig. Das war damals die Zeit, das muss man vielleicht kurz erklären, das war damals die Zeit, da gab es einen Musiksender aus Deutschland, der hieß Viva. Und die haben das war so ein Sender, der wurde mehr oder weniger von sehr so jungem Personal geführt. Ja, das und sind auch ganz moderiert. Karrieren Das waren mitgestartet ganz hier. Viele Karrieren Ola gestartet. Abedesi, ganz bekannt. Ja. Eni von der Mike Lokjes. Stefan Raab. Heike Makatsch. Ja. Tobi Schlegel. Genau. Markus Kafka, später bei Viva 2. Ja, und der war aber auch bei MTV, ne? Bitte? Der war aber auch bei MTV. Dann später, nach Viva 2, genau, als Viva 2 eingestellt wurde. Charlotte Roach. Ja, genau, Charlotte Roach. Also, Stefan Raab, habe ich schon gesagt. Ja. Aber also viele, jetzt ohne hier ins Name-Dropping zu fallen. Genau. Jessica Schwarz. Ja. Fällt einem alles so direkt wieder ein, ne? Also da gab es auf jeden Fall diesen Musiksender und in einer Live-Sendung von diesem Programm, da war die Moderatorin Milka
Und die hat dann gesagt bekommen, hier heute in der Sendung haben wir einen finnischen Stargast mit seiner Band, die sind da ganz groß und die wollen hier ihren Song promoten und sind in deiner Sendung eingeladen. Und das war eben Harpe Kerkeling und Jumbo Schreiner war auch einer von denen, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß die anderen nicht, wer das mitgespielt hat, aber das waren auf jeden Fall alles drei. Die waren zu dritt, ja. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr strange Figuren. So Assi-Rapper halt, aber komplett überzeichnet. Und diese Moderatorin Milka, die wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Die war total perplex, was da auf einmal los ist und was die da gemacht haben. Ich finde, die war nicht eingeweiht. Die war nicht eingeweiht, das merkt man auch. Aber ich finde, die hat wirklich versucht, noch so das Beste draus zu machen. Ja. Und ist da aber auch nicht, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es ewig nicht gesehen, ist die auch nicht vor denen so eingeknickt, ne? Also die hat denen schon auch Kontra gegeben und man hat auch irgendwie im Verlauf dessen schon gemerkt, dass sie irgendwann abgefuckt war von denen. Ja, genau. Und ich weiß jetzt gar nicht, am Ende ist es der dann doch aufgefallen, oder? Am Ende ist es, der hat aber sich dann auch zu erkennen gegeben. Ah, okay, so war das. Genau. Der hat den, glaube ich, irgendwann in diesem Charakter gefragt, kennst du Harpe Kerkeling? Ja. So, und dann, Dann hat sie das erst geschnallt. Das war auf jeden Fall großartig. Ja. Aber was auch dann zu erwähnen ist, hatten wir eben, glaube ich, schon in dieser Phase mit Darüber lacht die Welt, ist natürlich Hurz. Hurz! Ja. Also das ist ja auch so ein Ding gewesen, wo man das in einer Live-Sendung, wo dann auch so ein Abendprogramm oder was gewesen ist. Ja, so hochkulturelles aber, ne? Und das war so ganz toll. Da war dann auch angeblich ein Künstler aus einem anderen Land, der dann da was performen sollte mit Klavieruntermalung. Ich glaube Polen sogar. Ich glaube, das war der hat auf jeden Fall diese Figur Hurz, das ist auf jeden Fall ein Klassiker geworden. Ja, ey, also ne, das kenne sogar ich, der da wirklich nur rudimentäres Harpe Kerkeling-Wissen hat. Das war eine der Sachen, die ich auch ganz, ganz früh mal gezeigt bekommen habe, wo es ja auch dann irgendwie so ein Musikvideo gab, ne? Und das ist ja wirklich so, soll ja eigentlich so komplett so diese Etepetete-Sachen so verarschen und so hochgeschrieben werden, weil im Grunde ist es ja einfach nichts, ne? Das ist ja irgendwie, der Wolf sagt, das Schaf sagt, Hurz! Und genau. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch, aber ne, irgendwie so in dieser Sinnhaftigkeit geht's ja weiter. Ich muss mir jetzt auf die Lippen beißen, das nicht zu singen. Ey, das geht kaum, oder? Doch. Das ist so ein, also wenn ich Hurz höre, muss ich auf jeden Fall Hurz ausrufen. Ja. Ach ja, herrlich. Ja, und dann natürlich auch noch eine der ganz bekannten großen Nummern war natürlich, als der sich als Königin Beatrix da in so einem Eskortwagen ins Parlament, irgendwie ins Könighaus gefahren ist und quasi sich verkleidet hatte als die Königin und aus dem Fenster gewunken hat und die ganzen Security-Leute haben die alle vorbeigelassen, weil das im ersten Augenblick keiner sich getraut hätte, da was wie so ein Fake draus zu machen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr bekannter Clip. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen, aber an den erinnere ich mich kaum. Ja. Aber irgendwo klingelt es, dass der sich da es sind auf jeden Fall sehr viele Sachen. Das kommt jetzt nicht alles in dem Film vor. Ne? Nee, wir sind abgedriftet ein bisschen. Ja. Dadurch, dass halt diese, in Anführungsstrichen, Cameo-Auftritte von seinen fiktiven Figuren, die er halt schon immer gespielt hat. Und dass die dann auch in dem Film vorkommen halt. Ja, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ist es dann so, der hat sich quasi ins Negative entwickelt. Man sieht quasi die dunkle Seite des Business und da wird dann sein Geburtstag gefeiert und die nächste Sendung wird aufgenommen und innerhalb dieser Sendung wird er dann schon quasi ersetzt. Genau, warum weiß man nicht. Also es gibt keinen so Skandal wie eben bei dem Wäscher als Vorgänger, sondern einfach, die Zeit ist vorbei, mehr oder weniger. Ne? Der Regisseur kommt dann wieder mit den Worten und sagt, ich habe eine ganz undankbare Aufgabe. Und da weiß der schon Bescheid. Und dann ist es quasi durch. Aber zum Glück kommt noch der Henne vorbei. Zum Glück kommt noch der Henne vorbei am Ende, ja. Der Henne. Ja, das ist ein Gediegen. Da. Der Opa, ich muss nochmal den Opa positiv erwähnen, der ist... Ja, ich will jetzt auch geil, gar nicht... irgendwann, als sie mir irgendwas sagen, der einfach nur ja. stoisch bis zum Schluss. Ja, ich finde, man kann auf jeden Fall das Ende schon vorwegnehmen, ohne den ganzen Film kaputt zu zerreden. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht auf alle ganzen Einzelgags eingehen, aber mir macht der unheimlich Spaß und unheimlich gute Laune. Und auch so kleine Sachen, die man
als Sketch an sich da rausschneiden könnte, die würden auch so funktionieren. Der geht einfach die Straße entlang und dann steht da so ein Automat mit der persönlichen Glücksmelodie. Ja. Dann kommt eine Stimme aus so einem Automaten, der ist einfach der Passant, der die Straße entlang läuft, und dann kommt eine Stimme und sagt, bitte werfen Sie eine Münze ein. Und dieser Gag, der am Anfang des Films stattfindet, der wird auch bis zum Ende dann nochmal ausgespielt, als er nämlich dann selber schon in dieser Arschlochfigur ist und dann in einer anderen Live-Sendung seine Familie plötzlich eingeladen wird, wo der überhaupt keinen Bock drauf hat und überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, weil der weiß, die sind strange, die haben kein Blatt vom Mund, gerade, ne? Dass er gelogen hat, dass er so ein Herzensmensch ist und Familie und ihm so wichtig ist. So und im halben Jahr haben wir den ja nicht gesehen. Der wird damit auf jeden Fall überfahren. Ja. Die sitzen plötzlich neben ihm und dann mimt er nämlich nochmal diese Melodie. Weil genau in dem Moment macht er das nochmal und fällt quasi wieder zurück in dieses ich weiß nicht, was ich gerade machen kann. Ja, da kommt okay, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das die Melodie ist. Ja, das ist persönliche Glücksmelodie. Und da ist ja auch Moderatorin von der Sendung, ist ja die Ansagerin. Ja, genau. Die hat's auch geschafft. Auch, genau, ist auch nach oben geklommen. Ansagerin, den Job gibt's auch nicht mehr. Nee, leider auch vorbei, ja. Und muss man sich also auch ein bisschen zurückerinnern, da gab es einfach früher, war nicht einfach das Programm durchgetaktet, so dass eine Sendung nach der anderen kam, sondern da waren einfach Werbepausen dazwischen und dann kleine Moderationseinblendungen, dann sitzt dann einfach jemand und erzählt, was den Rest des Abends im Programm läuft. Finde ich total charmant. Auf jeden Fall. Aber ich finde generell, dadurch ist der Film halt auch so ein Zeitzeugnis eben von der Zeit damals halt, eben wie Fernsehen war, wie das funktioniert hat, wie es auch rezipiert wurde von den Leuten, die zugeguckt haben. Ne? Also das war ja wirklich, Fernsehen ist ja wow und super toll und wir sind jetzt hier, kommt mit der Kamera nach Hause und wir zeigen euch hier sein Kinderzimmer und das ist ja super interessant und super geil. Sogar die Winterunterwäsche. Sogar die Winterunterwäsche wird gezeigt. Hier, die Flipperposter, Winterunterwäsche, die Puppen. Und da ist er ja gar nicht drauf vorbereitet. Aber man muss vielleicht zu der Familie noch kurz erwähnen, die Mutter Hilde wird gespielt von Elisabeth Volkmann. Selbst wenn man da jetzt nicht direkt ein Bild zu im Kopf hat, weil die früher zum Beispiel bei Klim Bim auf jeden Fall eine der Hauptdarstellerinnen und man kennt auf jeden Fall ihre Stimme, denn die hat viele, viele Jahre bis zu ihrem Tode Marge Simpson gesprochen. Und dadurch kennt man auf jeden Fall auch später noch in anderen Generationen Elisabeth Volkmann. Selbst nachdem sie gestorben ist und dann eine andere Sprecherin das übernommen hat, Anke Engelke, hat die nämlich auch wieder genau diesen Tonfall mit eingefangen. Die hat versucht, ihre Stimme dann daran auszurichten. Wieder. Anke Engelke meinst du? Mhm. Hat die sich nicht eher am Original Marge Simpson? Nee. Weil ich finde, das ist dann doch ein ziemlicher Wechsel von der deutschen Marge Simpson so, dann mit der neuen. Ich weiß, das musste ich mich erstmal umgewöhnen und ich meine, Anke Engelke klang mehr am amerikanischen Original dann. Ja, finde ich nicht. Ich bin sicher, das müsste ich nachgucken. Agree to disagree. Agree to disagree, beziehungsweise wir wissen es nicht. Ich müsste das mal nachgucken, aber ich habe sowas im Kopf, dass ich... Ja. Also entweder ein Interview mit Anke Engelke mal gelesen, aber ja, vielleicht liege ich hier falsch. Also, weiß ich nicht. Habe ich so im Kopf auf jeden Fall. Ja. Also dann auch, gibt es dann auch seine Großeltern, wo wir eben schon gesagt haben, der Opa ist der heimliche Held des Films. Absolut. Der sitzt eigentlich immer nur teilnahmslos irgendwo im Raum und brüllt irgendwas rein oder echauffiert sich und sagt, euer Gequatsch höre ich immer noch gut genug. Ja. Und die Oma, die ist damals mit dem Bollerwagen nachts um die Häuser gezogen. Ganz alleine. Das ist auch so ein Running Gag, der dann auch in dieser Live-Sendung nochmal zur Sprache kommt. Ja, also es ist unheimlich gut besetzt. Mit Leuten, die man gar nicht so kennt mehr. Nee, genau. Ich weiß nicht, ob die früher mehr. Aber die machen alle einen guten Job und füllen die Rollen gut aus. Ja. Also nervt keiner da. Was für mich auf jeden Fall auch noch eine kleine Anekdote wert ist, es gab auf jeden Fall, also der Film hat
schon ein bisschen Kultstatus irgendwie, auch unter deutschen Komödien. Also nicht nur bei mir, sondern generell. Denn er hat nämlich das sogar geschafft, dass 2011 ein Musical dazu geschrieben wurde. Mhm. Und das wurde dann auch in Essen, glaube ich, Essen oder Mülheim oder irgendwo, auf jeden Fall auch im Ruhrpott wurde das aufgeführt. Und auch zu dieser Produktion war Harpe Kerkeling mit beteiligt und auch anwesend bei der Premiere. Und das habe ich auch damals geguckt. Ich habe das Musical auch auf der Bühne gesehen. Ich weiß, ich habe nicht die Premiere gesehen, aber ich habe auf jeden Fall eine der wenigen Aufführungen, die es davon gab. Ich glaube, so viele waren es nicht. Ich glaube, das hat ein Jahr gehalten oder so. Und dann war das wieder weg. Aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Und da waren dann noch mal ein paar mehr Songs reingebaut und ging es auch ein bisschen mehr noch um die Kindheit und den Alltag der Bergleute im Ruhrpott und die Industrie so ein bisschen und wie die da so drauf sind und wie die miteinander reden. Aber ich fand auf jeden Fall damals auch unheimlich cool, dass es das gab einfach. Weil für mich war das ja so ein Film, wo ich dachte, wow, den hast du in deiner Jugend gesehen und jetzt gibt's dazu ein Musical, wie verrückt ist das denn? Ne? Also da musste ich auf jeden Fall hin. Ja. Dazu Musical weiß ich nur, dass da auch bis zu seinem Tod Dirk Bach mit dabei war. Mhm. Und ja, das stimmt. Also, ne, der das halt stimmt. im Film auch eine Rolle hatte und dann aber halt auch dort. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich glaube, Thomas Hermann war da auch als Regisseur irgendwie tätig. Bei dem Musical? Ja. Ah, das weiß ich nicht. Ne, also hier vom Quatsch Comedy Club, der, glaube ich. Aber, ja. Der mit dem breiten Lächeln. Der mit dem breiten Lächeln, genau. Ja. Ja, so ist das. Ja. Die Geschichte mit der Ulla, die ist, man könnte sagen, die ist so ein bisschen reinkonstruiert, wenn man jetzt einfach so das Autobiografische mal betrachtet, was da reingeschrieben ist, sei es jetzt von Heinz Schenk und von Harpe Kerkeling, die beiden Geschichten, die sich da vermischen. Die Love Story um Ulla ist da so ein bisschen reinkonstruiert, aber ich finde, das fühlt sich trotzdem okay an und Ja, sie hat auch auf jeden Fall ihre Berechtigung, weil sie ihm nochmal den Spiegel vorhält. Ja, die hält ihn irgendwie geerdet, ne? Wobei, am Ende ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich kommt Doch, er sie ist ja erst dann- zu ihr, Ja. er kommt erst wieder zu ihr, als er gefeuert wurde. Also, als es ihm gut ging, da hat er die nicht mehr beachtet halt. Ja. Und ja, und die nimmt ihn dann aber sehr schnell wieder, weil der da halt mit dieser Buckingham Palace Klingel ankommt und Der Buckingham Sound. der Buckingham Song, genau, weil das vielleicht auch noch, das war irgendwie so eine Szene, als die sich da halt näher kommen, machen die Klingelmännchen halt vor so einem Hochhaus und da hat jede Partei in dem Haus hat ein eigenes Klingelgeräusch und sie erkennt halt die Klingelgeräusche so richtig mit Namen halt, irgendwie Das ist ein Nerd. TX900 oder so. Die und ist kann irgendwie ein dann Nerd, sagen, ein Klingelnerd. absoluter Klingelnerd, ne, Geräusche. Also die haben auch einmal einen Abend Spaß dabei, an einem Hochhaus einfach die ganze Mehrfamilienklingel durchzurasseln und sich die Das war in den 90ern so. Sounds angehört. Gab kein Internet. Wir hatten ja Da nichts. musst du dich irgendwie unterhalten. So, man hatte ja Schellemännchen. nix. Genau so. Ja, Und eben, ne, dann ist das halt so die Connection, das ist ja dann mit diesem Buckingham-Ding und genau, Ja. dann ist sie auch nicht mehr sauer auf ihn. genau. Ja. Ja. Mir fällt jetzt eigentlich auch gar nichts mehr ein, was man da noch hier Ja, wie gesagt, die sagen Songs würde. Wir haben sind soweit. die Songs sind von derselben Truppe, wie auch sonst seine Songs geschrieben wurde. Wie gesagt, Ja. Hagemann. Der hat auch einen ganz kleinen Auftritt. Der ist Ja, ist einmal der ganz kurz im Straßenmusikant, Bild ne? als Straßenmusikant mit Ja. einem Akkordeon zu sehen und spielt auch die persönliche Glücksmelodie. Oh. Die schöne Glücksmelodie. Ja. Ist auf jeden so, das ist nämlich auch so eine kleine Szene einfach so, die kriegt man kaum mit. Der steht einfach am Straßenrand, während Harpe da vorbeiläuft und der spielt Nachdem die er gefeuert Glücksmelodie wurde. Mhm. und der dreht sich um und denkt sich, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Ja, also unheimlich viele Running Gags, die das Ganze spicken, aber wir wollen jetzt gar nicht alle vorwegnehmen. Nö, das können wir auch gar nicht so, ne? Ja. Aber das ist, der Film ist wirklich charmant, auch wenn man, also ich kenne durchaus Leute, die sind generell mit deutschen Filmen so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, was ich auch teilweise verstehen kann.
Habe letztens noch mal irgendwie beim Vorbeiseppen bisschen so eine, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber eine Sendung auf den Öffentlich-Rechtlichen im Nachmittagsprogramm gesehen. Mhm. Junge. Eine Unterhaltungssendung. Junge. Cringe hoch 1000. Ja. Aber das trifft für kein Pardon nicht zu. Das gehört auf jeden Fall zu den guten deutschen Filmen, der halt auch zu Recht eben seinen Kultstatus erreicht hat. Finde ich auch. Ich finde, wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es wirklich charmant. Mhm. Der ist ich finde nicht auch aufdringlich, der Film. Der ist nicht langweilig, den kann man gut gucken. Der hat eine angenehme Atmosphäre. Das ist auf jeden Fall ein lieber Film. Also das ist kein Film, der irgendwem wehtut, glaube ich. Den kannst du eigentlich mit allem, mit allen gucken und da sollte eigentlich jeder eine gute Zeit mit haben. Und das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Ich finde das ist durchaus positiv, ich fand das klar. genau, sehr positiv nämlich. Es muss ja nicht alles immer irgendwie edgy sein und das ist halt auch dieser schmale Grat zwischen dem scharfen Blick hinter die Kulissen und der Kritik an der Medienlandschaft und trotzdem das Ganze so nett und charmant und witzig zu machen. Ohne dass es zu böse wird. Ne? Genau, weil das ist es nämlich nicht. Genau, ne? das ist es nicht. Hatten wir ja schon vorher irgendwann mal gesagt. Es ist, ich wiederhole mich, charmant gelöst, das Ganze. Ja. Und, cooler Film, ich mag den auf jeden Fall. Also hat auch Bock gemacht, ich hatte ihn jetzt auch wieder ein paar Jahre nicht gesehen. Habe mich an vieles erinnert, auf jeden Fall nicht an alles. Wie gesagt, ich hatte ihn ja schon öfters gesehen. Aber ich hatte wieder Spaß dabei. Das ist echt so ein Film, den kann man alle paar Jahre guten Gewissens nochmal gucken. Ja, finde ich auch. Ja, um jetzt mal hier den Herr Wächter nochmal zu zitieren. Heute habe ich nicht so viel Zeit. Ich muss gleich los. Genau, das stimmt. Ja. Ja, ich glaube, wir haben auch alles gesagt. Sollten wir jetzt nicht... Ne? Nö, alles Relevante ist dabei. Und ich fand auf jeden Fall das cool, dass wir auch mal einfach eine reine Komödie jetzt besprochen haben. So ein bisschen ab von dem, was wir bisher so im Augenwinkel hatten. Das ist auch so durch Kommentare und Feedback ein bisschen entstanden, dass ich mir gedacht habe, da kann man ruhig noch mal ein bisschen weiter abfischen. Ja, der Grundgedanke ist ja sowieso, dass wir halt uns nicht auf ein Genre begrenzen. Ja. Hat vielleicht jetzt so ein bisschen den Anschlag gehabt, die letzten Wochen, weil aber natürlich auch Halloween war und solche Sachen. Also, wenn ihr das hier hört, wird das gewesen sein. Ja. Wir sind hier ein paar Wochen wir leben in der Zukunft. Wir leben in der Zukunft, genau. Aber, um Lord Helmchen zu zitieren, wann wird das damals eigentlich jetzt? Mhm. Oder so. Denkt da mal drüber nach. Auf jeden Fall, genau. War das jetzt vielleicht in der Zeit so ein bisschen mehr horrorlastig? Ist ja auch nicht schlimm. Nee. Aber genau, das ist so der Gedanke ist, dass man so ein bisschen die Genres abklappert oder was heißt abklappert, ne? Ich meine, letzten Endes nimmt ja jeder immer einen Film, auf den er gerade einfach Bock hat. Das ist ja gar nicht so krass irgendwie überlegt oder lange vorgeplant, sondern immer relativ spontan. Ich glaube, das Einzige, was bisher halt ist, das ist eigentlich immer ein Film, den mindestens einer von uns beiden feiert. Mhm. So, deswegen bis vielleicht jetzt, halt auch so, ne, wenn sich vielleicht der ein oder andere wundert, warum hier keine Verrisse kommen. Das liegt einfach daran, dass wir uns entschlossen haben, zumindest bis jetzt, keine Filme zu nehmen, die wir scheiße finden, sondern hier Filme vorstellen wollen, die wir cool finden. Ja. Und außerdem macht es auch viel mehr Spaß, positiv über Filme zu reden, als einen Verriss zu machen. Also darum soll es hier nicht gehen. Auch wenn das vielleicht irgendwann passieren kann. Mal gucken. Es kann immer passieren. Wann das erste Mal die Meinungen auseinandergehen. Ich glaube, wenn man sich vornimmt, etwas Scheiße zu finden, ist das sowieso schon ein seltsamer Ansatz. Ne? Einmal das und dann findest du es aber auch scheiße. Ja. Also, ne, wenn du da... Ja. Ich meine, man muss sich es gibt auch Filme, die wir scheiße finden. Da hat ja jeder so seine Hate-Sachen. Aber wenn ich aktiv mir einen Film halt raussuchen soll, über den ich dann reden möchte, dann nehme ich auf jeden Fall... Also zumindest... Logisch. Jetzt noch. Vielleicht sind wir irgendwann mal Emo drauf und wollen mal richtig abfotzen. Abgestumpft vom Leben. Ja. Aber bis dahin. Alles klar. Machen wir das so. Ja, schönen Abend oder eine Tag eine oder kleine Sache euch. Wollte ich noch kurz sagen. Es tut mir natürlich leid, dass du heute nicht im richtigen Licht hier sitzt. Es sollte eigentlich Arizona Blau sein. Ja, immer ist es Arizona Blau. Und jetzt machst du hier California Gelb. Ja. Es tut mir leid. Furchtbar. Also. Furchtbar. Einmal mit Profis arbeiten. Naja, nächstes Mal hat er Mickeys drauf.
Alles klar. Oder Dann sonst. Macht's gut. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschaußen.